Hallo liebe Aquarellfreunde, willkommen zu einem neuen Film in der Aquarellwerkstatt. Dieses Fenster ist das Einstiegsmotiv in meinen Workshops mit dem Thema Aquarell ganz anders. Hier wird die Aquarelltechnik umgedreht. Statt wie allgemein üblich von hell nach dunkel zu malen, beginne ich hier mit den Dunkelheiten und lasiere dann stellenweise hellere Farbtöne darüber. Dadurch lösen sich partiell die unteren Schichten wieder an und es entstehen sehr malerische Flächen. Ich habe dieses schlichte Fenstermotiv hier als Tonwertskizze schon mal vorbereitet. Ihr könnt es gerne als Umrissskizze aufs Aquarellpapier übertragen und dann mit mir zusammen malen. Das Papier für diese Technik sollte ein Zellulosepapier mit einer Oberflächenverleimung sein. Gut geeignet sind zum Beispiel Montval von Canson oder Les Rouges von Hannemühle. Alle anderen Papiere, die aus Holzfasern bestehen und eine gute Oberflächenverleimung haben, eignen sich aber genauso gut. Für dieses Bild benötige ich nur 3 Farben, die ich auf eine große weiße Palette gebe. Es sind alles sehr transparente Pigmente: Indisch-Gelb, Permanent-Rosa und Französisch-Ultramarin. Hier nehme ich mir erst einmal einen kleinen Papierrest, um die Farbmischung aus allen 3 Farben einmal auszuprobieren. Es geht jetzt darum, alle 3 Farben mit viel Wasser und viel Pigment miteinander zu mischen, aber nicht vollständig auszumischen, damit sie auf dem Papier noch ein wenig Eigenleben behalten. Es soll ein sehr dunkler Grauton entstehen, fast ein Schwarz, und mit der unterschiedlichen Balancierung, das heißt unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Farbkomponenten, kann ich die Farbe in Richtung Gelb, in Richtung Rot oder mehr in Richtung Blau variieren. Für diese Technik benutze ich ausschließlich Tubenfarben. Wahrscheinlich würde es mit Näpfchen auch funktionieren, dann muss man aber sehr lange in den Näpfchen rühren, um entsprechend viel Pigment auch zur Verfügung zu haben. Nun wieder ein Blick auf meine Tonwertskizze. Die dunkelste Stelle im Bild ist hier an dem inneren Fensterrahmen und da beginne ich auch. Ich trage eine dunkle, kräftige Mischung aus allen 3 Farben auf, die in ihrer Zusammensetzung variiert. Die Zugabe von Wasser sorgt schon dafür, dass die Pigmente granulieren. Das heißt, beim Absetzen auf dem Papier ziehen sich die Pigmente stellenweise zusammen und bilden so eine unregelmäßige Oberfläche. Es gibt unter den Aquarellfarben besonders granulierende Pigmente. Französisch Ultramarin gehört auf alle Fälle dazu. Es ist deshalb eine sehr wertvolle Farbe, weil sie gleichzeitig sehr transparent ist und granulierend. Und die Beigabe von Französisch Ultramarin bringt eben auch jede andere Farbe leicht zum Granulieren. Auch die schattigen Seiten meiner kleinen Dekoration hier auf der Fensterbank werden jetzt dunkel gemalt. Wir haben ja eine Gegenlichtsituation und deshalb sind die Seiten der Kisten, die ins Zimmer zeigen, relativ dunkel. Die Schatten unter den Objekten verschmelzen in diesem Schritt noch mit den Schatten auf dem Fensterbrett. Jetzt muss das Bild einmal gut trocknen. Bevor es weitergeht, übe ich wieder ein wenig auf meinem Extrablatt. Mit viel Wasser werden die Farben teils gemischt, teils rein auf das Papier aufgetragen. Es wird dabei locker schraffiert, so verbinden sich die Pigmente besonders gut. Stellt das Papier dabei unbedingt etwas schräg, damit die Farben richtig ins Fließen kommen können. Jetzt wird die Wand um das Fenster herum mit viel Wasser und kräftigen Farbmischungen gemalt. Wichtig ist, dass zwischen dem Pinsel und dem Papier quasi immer ein Wassertropfen hängt. Mit der Farbmischung variiere ich auch die Farbtemperatur. Ich beginne mit kühleren Blautönen und wechsle dann zu einer etwas mehr gelblichen Mischung, um die Temperatur anzuwärmen. Wenn ich mein Malbrett hier ein wenig hin und her schaukle, könnt ihr gut sehen, wie viel Wasser hier auf dem Blatt ist. Nur so kann das Aquarellpigment seine Stärken voll ausspielen. Die Farben vermischen sich erst auf dem Papier und durch das viele Wasser malt das Bild sich im Grunde genommen selbst.
Nachdem ich einmal rundherum gemalt habe, sauge ich den letzten Tropfen mit dem Pinsel wieder vorsichtig ab und lasse das Bild einmal komplett trocknen. Diesmal könnt ihr gerne in dieser Zeit Kaffee trinken oder einen Kommentar schreiben. Föhnen sollte man jetzt lieber nicht, damit sich die Pigmente ganz in Ruhe und ohne Verwirbelung auf dem Blatt absetzen können. Jetzt geht es weiter mit einer Lieblingsfarbe von mir. Mit Cobalt Türkis Light möchte ich jetzt die inneren Fensterrahmen malen. Dafür male ich über die dunkle Farbe des ersten Farbauftrags und schaffe somit eine Verbindung zu der neuen Farbfläche. Einige Kanten lösen sich dabei auf, einige bleiben stehen und das Ergebnis ist auf alle Fälle schön malerisch. Den hellen Rahmen um das Fenster herum male ich nun mit einer violetten Mischung aus Rot und Blau. Auch hier suche ich die Verbindung zum Farbauftrag von vorhin, um die Kanten stellenweise aufzulösen. Wenn alles gut getrocknet ist, radiere ich die Bleistiftstriche, die noch sichtbar sind, aus. Hier haben wir noch einmal unser Probierpapier von vorhin. Mit einem Flachpinsel und viel Wasser kann ich sehr schön Farbe aus einer Fläche wieder herausheben. Das würde bei einem Büttenpapier längst nicht so gut funktionieren. Hier ist die Kurzfaserigkeit der Zellulose und die starke Oberflächenverleimung ganz klar im Vorteil. Um die Gegenlichtsituation deutlich zu machen, nehme ich also kräftig Farbe aus dem Fensterrahmen wieder heraus und lasse das Licht ins Zimmer hineinscheinen. Für die Scheiben löse ich mit meinem Flachpinsel Farbe aus dem Rahmen an und ziehe mit schwungvollen Strichen in verschiedenen Richtungen ein wenig Schmutz auf meine Glasscheiben. Meine Objekte auf der Fensterbank kann ich bei der Gelegenheit sehr schön negativ herausarbeiten. Jetzt kommen die Objektfarben für meine Gegenstände auf dem Fensterbrett. Mit einer gelblichen Mischung male ich den Kerzenleuchter, dabei löse ich die Schattenflächen wieder ein wenig an, um weiche Übergänge zu bekommen. Hier oben links sollen an die Wand einige Karten gepinnt werden. Ich hebe also rechteckige Formen mit dem Pinsel und viel Wasser heraus. Genauso funktioniert es mit der Spitzenseite des Flachpinsels, ganz hervorragend für Linien hier rechts. Es ist ein altes Fenster in einem alten Haus, in dem es noch Überputzleitungen gibt. Bei so viel geraden Formen und Linien ist mir jetzt nach etwas Schwung. Also hole ich hier noch zwei geschwungene Linien heraus, die die einzelnen Ebenen des Bildes schön miteinander verbinden. Mit dem kleinen Flachpinsel setze ich nun noch einige helle zeichnerische Akzente. Das Herausholen der Farbe ist ein ganz wichtiges Mittel in dieser Technik. An dieser Fensterbrettecke hier unten rechts kann man jetzt gut sehen, wie Formen in diesem Stadium auch gut wieder korrigiert werden können. Hier fehlt noch ein kleiner Schatten unten am Fensterbrett. Dunkel übermalen geht natürlich, wie immer. Kerze und Kisten werden jetzt noch ausgearbeitet und die Postkarten oben links illustriert. Kleine Schatten unter den Flächen und Linien geben noch mehr Plastizität. So, irgendwann muss man auch einfach aufhören. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Freude gemacht und wünsche nun, wie immer, viel Spaß beim Ausprobieren.
Bei diesem Papier müsst ihr beim Abziehen des Tesakrebs ein wenig föhnen. Die Wärme des Föhns löst den Klebstoff und das Papier wird nicht zerstört. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.